Hallo Leute und ja, willkommen ist eigentlich das falsche Wort, beziehungsweise der falsche Ausdruck. Aber es gibt ein Video jetzt, wo ich in meinem Leben nie gehofft habe, solch ein Video jemals drehen zu müssen. Ihr werdet es mitbekommen haben, es geht hier eigentlich um eine ziemlich ernste Thematik. Wir waren letzte Woche für 6 Tage in Frankreich. Wer ist wir? Ich war gemeinsam mit Paul und Tobi unterwegs. Wir hatten die Reise schon länger geplant, haben uns einige nette Locations rausgesucht. Ich glaube, wir hatten 48 Locations auf der Planung. Natürlich haben wir uns ein bisschen übernommen. Wir haben nicht ansatzweise so viele Locations geschafft. Ich glaube, am Ende haben wir wirklich besucht 10 Locations, 12 Locations so um den Dreh. Und gefilmt hat Paul 7. Ich hätte nach der Tour 5 gehabt. Naja, aber darum soll es gar nicht gehen, sondern es geht um einen Lost Place, den wir uns besonders rausgesucht hatten, den wir schon sehr lange im Visier hatten, und zwar um Villa Scarface. Bei Villa Scarface handelt es sich um die ehemalige Villa von Rifat al-Assad, dem damaligen syrischen Verteidigungsminister und dem 3. Vizepräsidenten des Landes, der in den 80ern, ich glaube 1984 müsste es gewesen sein, so um den Dreh, nach Frankreich ins Exil gekommen ist, nachdem er politisch verfolgt war und einer der Hauptverantwortlichen für ein Massaker gewesen ist. Ich weiß nicht genau, welches Massaker es war, auf jeden Fall ein ziemlich übles Massaker. Es soll jetzt aber auch hier nicht um die syrische Kriegsgeschichte gehen oder sonst was, aber ganz wichtig nochmal als Disclaimer jetzt hier zum Anfang. Dieses Video behandelt ein sehr ernstes Thema und durchaus auch ein leicht in die Kontroverse zu bringendes Thema, gerade wenn es um Syrien geht. Deswegen hier der Disclaimer, ich bitte euch darum, keine rassistischen Kommentare hier zu posten. Sollte dies der Fall sein, werdet ihr blockiert, der Kommentar wird entfernt. Sowas möchte ich bei mir in der Kommentarspalte einfach nicht sehen. Jeder, der mich kennt, weiß ganz genau, dass ich, was meine politische Ausrichtung angeht, ziemlich links bin und keinerlei Rassismus toleriere. Deshalb hier nochmal plädiere ich an euch, lasst die Scheiße sein. Ich möchte sowas bei mir nicht sehen. Nun, jetzt genug gelabert, kommen wir einfach mal direkt zum Punkt. Und zwar, vor genau einer Woche, am 10. Mai 2023, waren wir in Bessancourt, so um die 20 Kilometer nördlich von Paris. Und dort sind wir zu Villa Scarface gefahren. Es war alles total entspannt. Wir saßen circa eine Dreiviertelstunde noch vor der Location unten auf einer Hauptstraße. Ich werde euch das jetzt mal alles ein bisschen einblenden. Einmal ein Foto, wie wir dort saßen, und dann nochmal ein Screenshot von Google Maps, wo genau wir dort saßen. Wir saßen da auf einer öffentlichen Straße, waren unmittelbar vorher bei Lidl, haben uns da was zu essen geholt und saßen dann halt da, haben gemütlich eine Runde gebruncht, ein bisschen diskutiert, einfach das schöne Wetter genossen. Es war an dem Tag ähnliches Wetter wie heute, nur dass ich mich jetzt hier gerade auf Halde Achenbach im Ruhrgebiet befinde. Wie gesagt, wir saßen da, haben ein bisschen gebruncht, alles entspannt, haben uns so ein bisschen auf die Location vorbereitet, haben uns schon einen Plan gemacht, wie kommen wir am besten dahin. Ich habe vorher noch mit einem Freund gesprochen, der auch vor kurzem erst da war, und da habe ich mir ein paar Informationen eingeholt, wie man am besten aufs Gelände draufkommt, wo die Sehenswürdigkeiten verteilt sind und so weiter. Dann sind wir aufgestanden und wir wussten von vornherein, auf diesem Gelände wohnen noch ca. 70 syrische Landsmänner von Assad, beziehungsweise nicht direkt von Assad, sondern alles damals Leute, die er mitgebracht hat, als er nach Frankreich ins Exil gekommen ist, die dort Hausarbeiten erledigt haben, wie zum Beispiel Gartenarbeiten, Butler-Service, Concierge und so ein Blödsinn. Halt all das, was man auch von so einem Staatsmann erwarten würde. Der hat halt einfach seine Mitarbeiter da. Und nachdem er verurteilt wurde früher, musste er aus Frankreich raus. Ich glaube, mittlerweile ist er in London im Exil, hat aber seine meisten Landsleute dagelassen. Und dadurch, dass all seine französischen Vermögenswerte beschlagnahmt wurden, darunter auch das Grundstück mitsamt seines gesamten Vermögens, werden die Rechnungen für diese Menschen nicht mehr beglichen. Das heißt, wir wussten vorher, okay, auf diesem Gelände wohnen ca. 70 Syrer ohne Strom und fließend Wasser. Wir haben auch ganz viele Zeitungsartikel dazu gelesen. Ich werde auch einige Zeitungsartikel jetzt hier einblenden und auch unten zum Nachlesen selbst nochmal in die Videobeschreibung packen. Da kann man sich halt ein bisschen informieren. Und daher wussten wir, dass diese Leute dort leben. Aber wir haben diese Syrer einfach als nette Menschen eingestuft, so wie man sie halt kennt. Es gibt auch ein paar Fotos von den Leuten, die da leben. Die sehen alle total nett aus, die meisten auch schon ein bisschen älter. Was wir jedoch nicht wussten ist, dass sich die Sache da wohl ein bisschen verbessert hat mittlerweile, dass sie wohl wieder Strom haben und so weiter. Dass der französische Sozialstaat da so ein bisschen quasi den Leuten unter die Arme gegriffen hat. Aber es soll sich ja jetzt ja auch nicht um diese Menschen drehen. Es ist nur wichtig zu erwähnen, dass wir vorher wussten, dass dort Menschen auf dem Gelände leben. Dieses Gelände ist jedoch 45 Hektar groß. Also waren wir uns ziemlich sicher, dass wir keinen von denen dort treffen werden. Weil ich meine, 45 Hektar Grundstück, das ist riesig. Also das ist jetzt hier nicht so ein kleines Gärtchen, wie auch immer, sondern ein riesengroßes Grundstück.
Und wir wussten halt, dass diese Menschen da sind, haben sie ja wie gesagt nicht als gefährlich eingestuft oder sonst was. Also haben wir unsere 7 Sachen geschnappt, Kamera im Schlepptau, GoPro im Schlepptau, alles mögliche. Also wir hatten, glaube ich, Kameraequipment, Paul und ich, im Wert von 15.000 bis 20.000 Euro, alles dabei im Rucksack. Und dann sind wir aufs Gelände draufgegangen. Es gibt unzählige Zugangsmöglichkeiten. Wir haben fürs Video einfach den spannendsten Weg gewählt und sind dann einen Forstweg hochgegangen. Den werde ich euch jetzt mal einblenden. Ich werde jetzt zwischendrin immer wieder ein paar Einblendungen machen, damit ihr einfach genau wisst, worum es geht, wo wir lang gelaufen sind, damit ihr euch ein besseres Bild von der ganzen Sache machen könnt. Ich werde auch nochmal verlinken hier den 1,5-stündigen Livestream von Paul, den wir gemeinsam gemacht haben vor 2 Tagen, wo wir auch das Ganze nochmal erklärt haben, vollkommen uncut. Das werde ich euch auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Also, wir sind diesen Forstweg hoch. Rechts von uns das Grundstück, links von uns das Villenviertel, wo noch ganz viele andere Menschen leben. Das war uns aber egal, weil wir sind ja auf einem öffentlichen Weg. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, um auf das Grundstück zu kommen, und das ist einfach eine öffentliche Straße, die quasi einmal so in so einem Zirkel, wie auch immer, durch das Grundstück führt. Das ist eine öffentliche Straße, die gehört dem Land Frankreich. Lediglich die Villa, das Grundstück der Villa ist nochmal extern eingezäunt. Das ist Privatgrundstück, das wussten wir auch. Dass dort dann quasi der Hausfriedensbruch stattfinden würde, wenn wir das Grundstück betreten. So weit sind wir aber nie gekommen. Wir waren permanent während unseres ganzen Aufenthalts auf öffentlichem Grund. Nun ja, und dann sind wir den Forstweg hoch. Wie gesagt, auf der rechten Seite war das Grundstück. Und es gab unzählige Möglichkeiten von dort aus darauf zu kommen. Es war wirklich wie ein Bilderbuch. Wir standen da und konnten uns gar nicht entscheiden, welchen Zugang wir denn jetzt nehmen, weil so unglaublich viele Wege dort aufs Gelände geführt haben. Und dann haben wir einfach einen Weg genommen, der ging durch so eine Mauer durch, also eine kaputte Mauer. Da sind wir durchgeschlüpft und landeten dann auf einer riesig großen, zugewucherten Wiese. Einfach um das fürs Video ein bisschen spannender zu machen. Weil wenn man jetzt einfach nur die Hauptstraße hochgeht, ist natürlich für uns entspannter. Aber fürs Video jetzt nicht sonderlich spannend, weil dann kann man die Storyline nicht so gut aufbauen, whatever, weil am Ende ist es ja immer noch ein Video, was man filmen möchte, was auch möglichst gut aussehen soll und nicht irgendwie so ein eintöniger, langweiliger Blödsinn, wie das jetzt hier zum Beispiel. Ich werde euch jetzt mal einblenden, wo genau wir waren. Ihr habt es gesehen, es ist ein ziemlich zugewuchertes Grundstück, viele Bäume und so weiter. Und dann sind wir auf die Hauptstraße gegangen, die ihr jetzt auf dem Bild auch gesehen haben werdet, und sind dort zu diesem einen größeren Haus gegangen, was man da sehen kann, und zwar das Poolhaus. Weil bei dieser Villa ist eine Besonderheit, dass dort der Pool nicht mit in der Villa liegt, sondern ein externes Haus auf dem Grundstück steht. Ein eigenständiges, riesengroßes Haus. Was weiß ich, wie viele Quadratmeter groß, wirklich riesengroß. Der hatte quasi sein eigenes Schwimmbad, kann man schon sagen. Es war kein Pool mehr, es war wirklich ein eigenes Schwimmbad. Da waren wir dann, haben dann die große Kamera aufgebaut, haben das Video dann auch richtig angefangen. Da ist uns schon mal was ins Augenmerk gefallen, was man so auf einem normalen Lost Place noch nie gesehen hat. Da habe ich tatsächlich auch von meinem Handy noch ein Video, ein Hochkant-Video, was eigentlich als Instagram-Story gedacht war. Das werde ich euch jetzt hier einblenden. Ja Leute, wenn man auf dem Grundstück einer verlassenen Villa mitten in Frankreich einen von vielen Türmen, der damals für schwer bewaffnete Scharfschützen gedacht war, findet, nun ja, dann kann man sich wohl denken, was das hier für ein Anwesen war. Ich sage nur Assad. Ihr habt es gesehen, es handelt sich um einen Turm, wie so ein Überwachungsturm. Wie ganz klassisch im Gefängnis oder sonst was, da gibt es ja überall an den Mauern solche riesig großen Türme, wo die Wachleute draufstehen. Und genau sowas ist es dort auch gewesen, nur nicht ganz so professionell, eher wie so ein Stahlgerippe, wie auch immer, aber mit Tarnnetzen. Und daher wussten wir schon, okay, das hier ist die Villa, beziehungsweise das Grundstück eines ehemaligen Staatsoberhauptes. Es gibt unzählige Zeitungsartikel darüber, die das ganze Thema so ein bisschen behandeln, wo auch darauf eingegangen wird, dass zu Assads Lebzeiten auf dem Grundstück dort schwer bewaffnete Wachleute rumgelaufen sind, die äußerst aggressiv auch den Bewohnern der umliegenden Häuser gegenüber eingestellt waren. Die hatten dort freilaufende Hunde. Ich habe auch gelesen, dass ein Wanderer dort schwer an seiner Hand verletzt wurde von einem der Wachhunde. Und ich glaube, es ging bis in die späten 90er so, dass der Bürgermeister der Gemeinde Bessancourt darum gekämpft hat, dass diese bewaffneten Wachleute endlich verschwinden. Und so ist es dann auch gekommen. Die bewaffneten Wachleute mussten abziehen, weil das war ja schließlich kein Staatsbesitzer, sondern ein Privatgrundstück. Und ich glaube, in Frankreich ist das ähnlich gemanagt wie bei uns, dass so ein Personenschutz nur von offizieller Seite aus erfolgen darf und nicht wirklich einfach von Assad seinen Landsleuten, die ihn da beschützt haben. In diesen Zeitungsartikeln kann man auch nochmal sehr genau nachlesen, dass die Straße, die durch das Grundstück führt, eine öffentliche Straße ist und nicht zu dem Privatgrundstück gehört. Das ist ganz wichtig zu erwähnen für diese Geschichte, weil wäre es eine private Straße gewesen, dann sähe die Sache eventuell schon anders aus. Es ändert nichts an dem, was uns passiert ist, aber es würde zumindest rein rechtlich für uns auch ein Risiko darstellen. Nachdem wir festgestellt haben, dass wir in das Poolhaus nicht reinkommen, alle Zugänge verschlossen, haben wir uns auf den Weg gemacht von dem Poolhaus weg
auf die Hauptstraße wieder auf dem Grundstück. Jetzt hier nochmal eine Skizze, wo man unseren Weg erkennen kann, wie wir gelaufen sind. Wir waren also bei dem Poolhaus, sind dann wieder auf die Hauptstraße gegangen, weil wir festgestellt haben, dass das Poolhaus zu ist. Alles soweit verständlich. Und nun waren wir uns nicht sicher, wie gehen wir am besten zur Villa. Wir sind dann erstmal ein Stückchen noch weiter die Hauptstraße rum, bis diese einen großen Bogen gemacht hat. Man konnte schon langsam den Giebel bzw. das Dach von der riesig großen Villa erkennen. Aber dann haben wir uns dazu entschieden, wir gehen nicht über die Hauptstraße direkt zur Villa. Von da aus hätten wir nämlich überhaupt keine Erfolgschance gehabt, überhaupt auf das Gelände drauf zu kommen. Denn man muss wissen, bei der Villa ist noch ein großes Tor auf dieser Straße, die das Grundstück halt nochmal extern abgrenzt. Ja, und wir wussten, dieses Tor ist da, von da aus gäbe es keine Möglichkeit da reinzukommen, weil dieses Tor unglaublich hoch ist. Also haben wir uns dazu entschlossen, einmal links querfeld einzugehen. Wir sind einfach eine circa, weiß nicht, 30, 40 Zentimeter hohe, kniehohe Wiese hochgelaufen. Und dann haben wir festgestellt, dass von links aus dem Wald ein kleiner Junge auf uns zuläuft. Also wirklich ein kleinerer Junge. Er war schon ein bisschen kräftiger als ich. Das ist nun wirklich nicht schwer bei meiner Statur. War aber auch so ungefähr meine Körpergröße. Nichts Besonderes, halt ein bisschen kräftiger gebaut als ich. Erstmal sah er halt wirklich aus wie ein ganz normaler junger Mann. Hatte eine kurze Hose an, ein Basketballtrikot, wie auch immer. So Leute, entschuldigt nochmal die kleine Unterbrechung. Ich musste mir nochmal schnell einen Pullover anziehen. Es ist hier gerade wohl noch ein bisschen frisch im Ruhrgebiet. Nun ja, da war also dieser kleine Junge, der straight auf uns zugelaufen kam. Wir waren erstmal alle sehr, sehr verwirrt. Paul hat das Ganze mit seiner Kamera noch aufnehmen können. Der hat nämlich Gott sei Dank während dieser ganzen Situation auch ganz, ganz schnell seine Speicherkarte aus unerklärlichen Gründen irgendwie verstecken können. Ich hatte leider keine Chance mehr dazu. Auf jeden Fall kam dieser kleine Junge uns entgegen. Er hatte einen PlayStation-Controller in seiner Hand und in der anderen Hand hielt er ein Telefon. Und plötzlich ging er auf uns zu und stand in so einer Position da. Handy am Ohr, am Telefonieren und eine geballte Faust mit dem Controller in der Hand. Und wir dachten uns erstmal so what? Was geht hier eigentlich ab? Da hat er uns direkt auf Französisch angeschrien. Wir verstehen kein Wort Französisch, haben versucht, irgendwie auf Englisch mit ihm zu kommunizieren. Keine Chance. Und dann haben wir uns erstmal dazu entschlossen, auf ihn zuzugehen. Das könnt ihr auch alles in dem Video sehen. Ich werde dieses Video jetzt gleich einfach einblenden und durchlaufen lassen. Dann sind wir auf ihn zugegangen, Paul und ich vor, Tobi ein bisschen weiter hinten. Haben versucht, mit ihm zu reden und wir haben kein Wort verstanden. Und wie sich im Nachhinein herausstellte, meine Freundin hat zum Glück einen ehemaligen französischen Schulfreund. Und der konnte die ganze Sache mal für mich übersetzen. Und wie sich herausstellte, hat der kleine Junge zuerst wohl gesagt, dass er auf keinen Fall in die Kamera schaut und wir sofort die Kamera runternehmen sollen. Und dann hat er uns die ganze Zeit versucht, in Richtung der Villa zu locken, weil rechts hinter der Villa, das werde ich jetzt hier nochmal als Map-Screenshot einblenden, war das Anwesen, in dem die syrischen Familien lebten. Und er hat versucht, uns dahin zu locken. Er hat gesagt, da kommen Wachen, da kommen Leute, wir sollen uns beeilen, da kommen jetzt ganz, ganz viele Leute, wir sollen doch bitte mitkommen. So ungefähr hat er das gesagt. Wussten wir nun vorher nicht, weil wir, wie gesagt, alle kein Wort Französisch sprechen. Dann haben wir uns einfach dazu entschieden, weil wir gewittert haben, okay, hier könnte gleich was Eigenartiges passieren. Drehen wir einfach um. Kackendreist, wie wir sind, haben wir umgedreht, sind denselben Weg über die Wiese wieder nach unten gegangen. Paul und Tobi sind ein bisschen schneller nach vorne gehechtet. Ich war weiter hinten mit ihm, habe halt nach wie vor versucht, weil ich am besten Englisch spreche, irgendwie mit ihm zu kommunizieren. Aber es blieb alles erfolglos. Und dann habe ich gemerkt, dass er irgendwie FaceTime macht. Oh, sorry für das Quietschen im Hintergrund. Links neben mir steht ein Windrad und das wird hier schon wieder gedreht oder so, keine Ahnung. Naja, und dann habe ich, wie gesagt, versucht mit ihm zu reden, habe festgestellt, dass er FaceTime macht, wie sich später herausstellte mit seinem großen Bruder. Dadurch, dass ich hinten war er natürlich recht nah an mir dran. Und naja, er hatte nicht das beste Outfit an. Ich hatte untenrum genau dasselbe Outfit an wie jetzt. Chlorgelhose und festes Schuhwerk. Dementsprechend gar kein Problem, diesen Hügel wieder runterzukommen. Nur ist er leider dabei auf die Schnauze geflogen. Er hatte Badeschlappen an, ist dann ausgerutscht. Dann habe ich mich umgedreht, ihn gefragt, ob bei ihm alles in Ordnung ist. Paul und Tobi haben auch nochmal von vorne zugerufen, ob alles in Ordnung ist. Ich habe ihm sogar noch meine Hilfe angeboten, also ihm aufzuhelfen. Wollte er nicht. Stattdessen ist er aufgestanden und war auf einmal ziemlich sauer und hat mich gegriffen. Er hat die eine Hand, mit der hat er meinen Rucksack festgehalten. Er hat das Telefon beiseite gepackt, hat mit der einen Hand meinen Rucksack festgehalten, mit der anderen Hand hat er sich um mich herum geklammert. Und ich war erstmal völlig verwirrt. Ich wusste nicht mehr, was Sache ist. Habe Paul und Tobi zugerufen, die viel weiter vorne waren. Ey Jungs, kommt mal her, der hält mich fest. Und dann sind die erstmal stehen geblieben, haben nichts gemacht. Und dann habe ich nochmal gesagt, ey Jungs, der hält mich fest. Kommt doch mal bitte. Und dann sind die auch gekommen. An dieser Stelle jetzt hier einmal das Video von Pauls Kamera. Das sind jetzt 2 Minuten komplett uncut, die ich hier einbauen werde. Ich werde dazu nichts sagen, weil das habe ich jetzt ja alles vorher erledigt. Vielleicht mache ich es noch in der Off-Vertonung, egal. Jetzt werdet ihr erstmal 2 Minuten lang dieses Video erblicken dürfen und sehen, worum es geht. Ah? Kamera, okay, ja.
Ja, ist aus. Mitkommen? Ja? Hallo. Where we can go? Suivez-moi. Wohin? Suivez-moi, ils arrivent, les gars. Venez. We don't understand you. Okay. Ah, okay. Okay. Viens, il y a des gens. Where? Ouais, viens, là, ils veulent partir. Viens. Where? We going there? Komische Situation. Ich berichte dir gleich, wie es gelaufen ist, aber dieser Standort ist vielleicht später wichtig. Ist hier gerade ein bisschen eine heiße Situation. Aber mach dir erstmal keine Sorgen. Ich wollte es nur zur Sicherheit geschickt haben. Genau. Everything okay? Oh, you okay? It's okay? You okay? Wir sollten sofort gehen, ne? Was machen wir jetzt? Gehen? Dann gehen wir doch. Hey Jungs, Ja? hält mich fest. Komm mal her, hält mich fest. Dann lass ihn. Soll ich die Polizei anrufen? Weiß ich nicht. Halt, dann Vielleicht mal hinkommen. nimm Pfefferspray oder so. Ja, nee, das ist Nee, okay. Das ist. Was tun wir? Was tun wir? Der klaut unsere Sachen. Wir müssen gehen. Jetzt kommt doch mal. Was machen wir? kommt ein Auto. So, ihr werdet gemerkt haben, das Video endet plötzlich abrupt, nachdem Tobi gesagt hat, da kommt ein Auto. Und so war es auch. Paul hat dann wahrscheinlich in dem Moment ganz schnell seine Speicherkarte irgendwie versteckt. Ich stand immer noch vorne, wurde von dem Bengel festgehalten, als dieses Auto kam. Das erste Auto kam, ich glaube 2 Leute stiegen aus oder nur einer. Nein, es stieg nur eine Person aus. Ein großer, kräftig gebauter Mann. Ich würde sagen so circa 1,90 Meter bis 1,95 Meter groß. Und der hat Paul und mich am Rucksack gegriffen und uns sofort auf den Boden gezerrt. Auf den Boden gezerrt, Rucksack vom Rücken gerissen, festgehalten. Wir wurden halt einfach festgehalten, auf den Boden gepresst. Ab jetzt kann ich wirklich nur noch das erzählen, was ich so erlebt habe, aufgrund der Tatsache, dass zu dem Zeitpunkt keine Kamera mehr lief. Wir wurden auf dem Boden festgehalten. Tobi wurde nur leicht irgendwie, der hatte keinen Rucksack auf, der wurde nur dazu gezwungen, sich hinzuhocken. Der hockte dann halt einfach da, wurde aber nicht so auf den Boden geschmissen wie Paul und ich. Unsere Rucksäcke wurden uns abgenommen, wurden vor uns gelegt und direkt danach wurden unsere Kameras uns weggenommen. Die wurden dann sofort auf die Rückbank vom Auto verfrachtet. Naja, und dann kamen mit der Zeit immer und immer mehr Autos. Ich glaube, bis zum entscheidenden Punkt, zu dem ich gleich komme, waren noch 2 oder 3 andere Fahrzeuge bereits da. Es stiegen immer mehr Leute aus. Am Ende standen ca. 15 Leute um uns herum. Unsere Kameras wurden uns abgenommen. Dann wurden wir gefragt, welche Nationalität wir sind, also wo wir herkommen, weil wir sprachen ja kein Wort Französisch. Und dann hat sich herausgestellt natürlich, dass wir Deutsche sind. Und dann hat sich diese Situation irgendwie so ein bisschen gewendet. Also der entscheidende Wendepunkt an der Sache war, sie haben festgestellt, wir sind Deutsche. Da hat sich die ganze Situation schlagartig verändert. Unsere Kameras wurden wieder aus dem Auto rausgenommen und wurden uns vor die Füße geschmissen. Also wirklich vor die Füße geschmissen. Nicht irgendwie zärtlich auf den Boden gelegt, sondern einfach bam dahin geworfen. Paul und ich haben auch leichte Schäden an der Kamera davon getragen. Bei Paul ist ein großes Stück der fest installierten Gegenlichtblende abgebrochen. Bei mir ist auch ein mächtiger Kratzer im Objektiv, sowie meine Plastikabdeckung vom Sucher ist komplett futsch, leider Gottes. Alles am Ende nicht so schlimm mit der Kamera, sie funktioniert noch, das ist das Wichtigste. Aber dann ging es halt los. Die Situation war sehr, sehr angespannt, weil der junge Mann, den wir als erstes getroffen haben, plötzlich behauptet hat, dass ich ihn die Böschung runtergeschubst hätte. Was natürlich völliger Irrsinn ist. Man kann ja auf der einen Aufnahme auch hören, dass wir noch gefragt haben, ob alles in Ordnung ist. Und wenn ich ihn vorher die Böschung runterschubse, dann frage ich ja nicht noch nach, ob bei ihm alles in Ordnung ist und möchte ihm aufhelfen, weil was ist das für eine Logik? Wenn ich jemanden vermöbeln will, frage ich ihn ja nicht danach, ob alles bestens ist. Ne? Also
völliger Humbug. Aber seine Freunde und Brüder, die dann gekommen sind, fanden das natürlich nicht so lustig. Die waren halt die ganze Zeit der Meinung, dass wir ihn, beziehungsweise dass ich ihn da runtergeschubst hätte. Ja, und dann kam so da saßen wir bestimmt schon 5 Minuten da und dann ging es los, dass unsere Rucksäcke aufgerissen wurden und da einmal reingeguckt wurde. Es wurde alles einmal fein säuberlich da rausgenommen, die haben sich alles angeguckt und uns wurden sofort alle unserer Taschenlampen weggenommen. Bei mir waren es 4 Taschenlampen, ich glaube bei Paul waren es auch 2 bis 3 mindestens. Das heißt, mir wurden alle meine Taschenlampen abgenommen, wir haben bis heute nicht verstanden, warum. Weil ich hatte auch eine kleine Kopflampe dabei, die war vielleicht so groß, die Olight Peron Mini. Was soll ich damit machen? Ich kann mir vorstellen, dass sie uns die Lampen abgenommen haben mit dem Hintergrundgedanken, dass wir uns damit hätten verteidigen können. Aber mit so einer Taschenlampe hier, was soll ich denn damit machen? Wenn ich die werfe, das tut vielleicht ein bisschen weh. Aber Pauls Marauder zum Beispiel, die ist natürlich die größere Gefahr gewesen. Da macht diese Erklärung vielleicht ein wenig Sinn. Am Ende ist es natürlich eine absolut eigenartige Geschichte. Wir haben alle nicht verstanden, warum unsere Taschenlampen uns weggenommen wurden. Naja, und dann ging es halt los, dass sie meine Kamera nochmal haben wollten und meine Speicherkarten. Ich habe versucht, mit denen zu diskutieren, dass ich meine Aufnahmen von der Location lösche, alles in Ordnung. Und ich meine Speicherkarten behalten darf, weil halt auf der Speicherkarten noch das Videomaterial der vorherigen Locations war. Also 2 Wohnhäuser, die richtig, richtig geil waren. Und aus meiner GoPro natürlich noch der gesamte Vlog. Keine Chance. Die haben sofort meine Speicherkarten einkassiert. Paul hat es irgendwie geschafft, denen unter der Hand eine Speicherkarte zu geben, die nicht in seiner Kamera war. Ich glaube, der hat eine billige 32 GB Speicherkarte einfach aus dem Speicherkarten-Etui rausgegeben. Ich hatte leider keine Möglichkeit mehr dazu, weil ich wurde ja festgehalten. Das heißt, mein ganzes Videomaterial ist weg, bis auf 2 Locations, die wir nach dem Ereignis noch filmen konnten. Ein bisschen traurig ist es auf jeden Fall, weil diese 2 Orte wirklich sehr, sehr schön waren. Nur, was will man machen? Lieber gebe ich die Speicherkarten ab, als dass mein Leben dann weiterhin auf dem Spiel steht. Und dann hat sich diese Situation aber noch einmal sehr, sehr, sehr ins Gefährliche verändert. Und zwar kam ein weiteres Auto und aus diesem Auto sind 2 ordentlich breit gebaute Männer ausgestiegen. Die sahen jetzt nicht so aus wie die anderen, sondern ja, vermutlich so vom Anschein nach Ostblock, irgendwie Polen oder so. 2 wirklich richtig, richtig stämmige Männer. Der eine hat von sich aus die ganze Zeit noch behauptet, er wäre MMA-Kämpfer und er sah auch wirklich so aus. Nun ja, und dazu kommt, dass der eine einen Teleskopschlagstock in der Hand hatte. Also nicht irgendwie so einen Plastik-Teleskopschlagstock, sondern den wirklichen Totschläger aus Stahl. Und damit hat er die ganze Zeit vor unserem Gesicht rumgestikuliert. Der ist auch rumgelaufen, hat mit seiner Zunge die ganze Zeit übelst kranke Gesten gemacht. Ich weiß nicht, was die Intos hatten. Sah so ein bisschen aus, als wären die auf Steroiden oder auf Amphetamin oder sonst was. Also die 2 Kollegen waren auf jeden Fall ordentlich weggescheppert. Und dann kam einer von den größeren anderen Leuten und hat sich die ganze Zeit schützend vor uns gestellt, hat gesagt, alles okay, halt auf Englisch, damit die uns nicht gleich totschlagen. Weil wäre er nicht gewesen, hätten die sofort auf uns eingeschlagen. Im Großen und Ganzen wirklich eine unglaublich bedrohliche Situation. Und dazu kam dann halt noch, dass aus dem Auto, wo die beiden ausgestiegen sind, dann noch ein Schäferhund auf uns losgelassen wurde. Der eine hat dem Schäferhund erst was ins Ohr geflüstert und dann ist er direkt auf uns losgerannt. Gott sei Dank war dieser Hund nicht aggressiv. Der hat uns zwar einmal ordentlich beschnuppert. Vielleicht hat er nach Drogen gesucht oder sonst was. Aber am Ende hat der Hund nichts gemacht. Aber das war wirklich so ein Punkt. Wir hatten alle 3 unglaubliche Todesangst. Also man muss sich mal vorstellen, man wird da festgehalten auf so einem Grundstück von 15 bis 20 Leuten. Mehrere davon waren bewaffnet und wir wissen ja nicht, was die sonst noch hatten. Es kann natürlich sein, dass sie noch Schusswaffen und so hatten. Das ist jetzt aber nur reine Spekulation, weil da haben wir am Ende natürlich keine Beweise für. Aber es war wirklich eine unglaublich bedrohliche Situation. Ich hatte noch nie in meinem Leben wirklich so eine Angst um mein Leben. In keiner Situation. Mir wäre es auf jeden Fall lieber gewesen, dass sie die Polizei rufen, weil als sie das erste Mal auf uns zugekommen sind, beziehungsweise der nächste Wagen kam, haben die behauptet, ja, Polizei kommt gleich. Wir wussten natürlich, das ist völliger Humbug, haben aber trotzdem insgeheim natürlich gehofft, dass die Polizei kommt, weil ich werde in so einer Situation lieber von der Polizei mit einer Waffe bedroht, weil die ja schließlich nicht wissen, wer wir sind, als von solchen Menschen mit einem Totschläger da bedroht zu werden. Dann wurde auch noch die ganze Zeit so nah vor unserem Gesicht damit rumgefuchtelt und der war halt wirklich in Angriffslaune. Genauso wie sein Kumpel, der hatte zwar keinen Totschläger in der Hand, war aber auch ordentlich breit gebaut und der war auch die ganze Zeit so in Prügellaune. Dazu kam, dass sie sich die ganze Zeit noch über uns lustig gemacht haben. Es war eine unglaublich skurrile, aber auch fürchterliche Situation. So Leute, nochmal ein kleiner Szenenwechsel. Ich musste meinen Pullover wieder ausziehen. Jetzt ist die Sonne wieder rausgekommen. Und es ist wieder ordentlich warm hier auf einmal. Für den einen oder anderen von euch
klingt das Ganze nicht so bedrohlich, aber kommt selbst mal in die Situation, dass ihr von solchen Menschen bedroht werdet, die erst sämtliches Eigentum von euch haben wollten, dann aber plötzlich doch nicht, aus welchen Gründen auch immer. Wie gesagt, es war halt einfach nur, als sie festgestellt haben, dass wir Deutsche sind, hat sich die Situation ja, nicht beruhigt, aber sie waren auf jeden Fall sehr, sehr viel vorsichtiger. Ich weiß wirklich nicht warum. Der eine wollte nämlich noch Kreditkarten von mir haben, angeblich nur zu unserer Identitätsfeststellung. Ich habe natürlich gesagt, mein Portemonnaie war im Auto. Das Problem war aber, ich hatte mein Portemonnaie genau wie jetzt hier in meiner Hosentasche. Ich habe eine ordentliche Beule hier in der Hosentasche und ich hatte die ganze Zeit Angst und Bange, dass der sieht, dass ich mein Portemonnaie hier habe. Ich saß dann immer so ein bisschen so da auf dem Boden im Schneidersitz und ja, die ganze Zeit so, habe versucht, das zu verdecken in der Hoffnung, dass er es nicht sieht, und am Ende hat er es auch nicht gesehen. Klar, die können mit meinen Kreditkarten nichts anfangen. Ich wäre irgendwann weg gewesen, hätte die sofort sperren lassen und das wäre ja alles nachverfolgbar gewesen, aber trotzdem hatte ich natürlich überhaupt keinen Bock darauf, dass die Sachen dann erstmal weg sind. Ja, genauso wie mit meinem Handy. Ich habe mich nicht getraut, mein Handy rauszuholen. Paul hat es tatsächlich irgendwie geschafft, vorher noch 2 Leuten einen Live-Standort zu schicken mit einer Sprachnachricht von wegen: macht euch keine Sorgen, hier passieren gerade skurrile Dinge, dieser Standort könnte später noch irgendwie wichtig sein. Das habt ihr ja auch in dem Video von seiner Kamera alles hören können. Es war eine unglaublich bedrohliche Situation und viele Leute haben vorher auch behauptet, ja, ihr konntet es doch wissen, es ist doch bekannt, dass sowas da passiert ist. Wir wussten wirklich von nichts und man kann uns jetzt nicht vorwerfen, dass wir nicht gründlich genug recherchiert haben. Ich habe sehr, sehr viel zu dieser Location recherchiert. Ich habe sehr, sehr viele Leute auch gefragt, die schon da waren, ob die Informationen für uns haben oder sonst was. Und das Einzige, was uns gesagt wurde, ist, dass man am besten nicht immer da auf der Hauptstraße rumlaufen sollte, weil halt noch Autos da fahren. Das haben wir auch nicht gemacht. Wir sind querfeldein eingegangen. Wir wurden vorher nicht gesehen. Man kann nicht so viel recherchieren. Gerade wir. Ich bin nicht in allen möglichen Facebook-Gruppen drin. Ich habe im Nachhinein mitbekommen, dass in der Urbex Elite mal ein Video geteilt wurde, dass da jemand mit einem Taser angegriffen wurde und so. Ich glaube, das Video kann ich sogar mal einblenden. Ich habe es auch auf dem Telefon jetzt. Oui. Quoi? Tu fais quoi ici? Je fais un urbex, pourquoi? Et tu fais quoi ici? Moi je fais un urbex. Donne ça là. C'est une propriété privée. Quelle ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Tranquille frérot. Il n'y a pas de tranquille, c'est propriété privée ici. Pourquoi tu me traites frérot? T'es qui? Elle fait pas le malin. Propriété privée ici. Je suis un démon, voilà c'est des gens. Défonce ça. C'est malin. Je suis en live, Ça. attends. On va les ton live. Eh, bande de fils de. Il n'y a plus personne qui vient ici. Wusste ich vorher nicht. Ich bin kein Mitglied der Urbex Elite. Ich bin seit vielen Jahren im Clinch mit der Urbex Elite. Woher soll ich dann solche Informationen nehmen? Ich meine, wir haben gründlich recherchiert. Wir haben sehr, sehr viele Leute gefragt. Wir haben unzählige Zeitungsartikel zu dem Grundstück gelesen. Gerade ich mache sowas auch bei allen Locations. Ich habe nämlich ein großes, großes Interesse daran, einfach die Geschichte herauszufinden, wie auch immer. Aber das liegt nicht innerhalb meines Wissensbereiches. Ich konnte es vorher nicht wissen. Wir wussten, dass da Menschen leben, aber nicht, dass es solche Menschen sind, die einem so aggressiv gegenüber eingestellt sind. Was wir jetzt wissen, ist, dass zumindest der älteste von denen vermutlich ein Anhänger des Assad-Clans ist, von den Hinterbliebenen in Frankreich. Das ist so das Einzige, was wir jetzt grob wissen. Es ist trotzdem alles weitere nur reine Spekulation. Das ist eine laufende Strafsache. Ich habe Anzeige bei der Polizei erstattet. Deswegen kann ich nicht allzu viel dazu sagen. Ich kann mich nicht großartig dazu äußern, weil alles andere wäre rein Spekulation und diese Arbeit überlassen wir lieber der Polizei. Weg vom Thema Polizei erstmal, weiter rein ins Geschehen. Ich schweife hier immer wieder so ein bisschen ab. Ich habe überhaupt keine Struktur hier in diesem Video. Ich bin, auch wenn es eine Woche zurückliegt, das Ganze immer noch ein bisschen traumatisiert, kann man schon sagen. Es ist ein leichtes Trauma auf jeden Fall. Als diese Leute dann da kamen mit dem Hund und den Totschläger, da war, wie gesagt, einfach nur ein Punkt, wo man sich gedacht hat, oh fuck, oh fuck, oh fuck, wir kommen hier nicht mehr lebend raus. Ich habe die ganze Zeit immer mal rüber geguckt zu den anderen. Paul stand die Angst ins Gesicht geschrieben. In Tobis Gesicht war ebenfalls einfach nur noch pure Angst zu sehen. Wir wussten alle nicht, wohin mit uns. Wir hatten ja auch keine Chance, in dem Moment irgendwas zu machen. Wir hätten schlecht die Polizei rufen können, während wir von denen da festgehalten und bedroht werden. Wie denn auch? Unser Telefon, hätten wir es rausgeholt, wäre es weg gewesen. Das war der Vorteil. Wir hatten unsere Handys noch. Gott sei Dank hatten wir unsere Handys noch. Unsere Taschenlampen und Speicherkarten wurden dann ähnlich wie unsere Kameras zu Anfang auch erstmal ins Auto verfrachtet. Und dann war es soweit, dass sie die Sachen aus dem Auto genommen haben, unsere Speicherkarten und Taschenlampen, und einfach in den Wald geschmissen haben. Wahrscheinlich einfach, um Spuren zu verwischen. Wir wissen nicht, ob sie im Nachhinein wiedergekommen sind und die Sachen abgeholt haben. Ich gehe mal nicht davon aus. Ich gehe mal davon aus, dass sie nach wie vor da
Grundstück irgendwo im Wald liegen. Herausfinden können wir es nicht und werden wir es auch nie, weil wir werden nie wieder zu diesem Ort zurückkehren. Und nochmal ein ganz großes Appell an euch, fahrt nicht zu Villa Scarface, fahrt nicht nach Besserncourt und schaut euch dieses Grundstück an, wenn ihr nicht überfallen werden wollt. Wir hatten jetzt vielleicht einfach nur Glück, dass es für uns so glimpflich abgelaufen ist. Wie gesagt, es gibt ein Video von einem französischen Urbexer, der im Treppenhaus von der Villa von den Leuten erwischt wurde und da auf der Treppe getasert wurde. Und das nicht mit irgendeinem Taser, sondern so einem hochgradig illegalen, ordentlich krachmachenden Taser. Das hätte uns auch passieren können. Uns hätte noch viel, viel Schlimmeres passieren können. Deshalb fahrt nicht dahin. Denn vielleicht seid ihr dann diejenigen, die es von dieser Härte oder noch härter trifft. Und das wünsche ich niemandem. Das wünsche ich auch nicht den Leuten, die behauptet haben, dass wir hier völligen Unsinn erzählen oder dass es alles nur gelogen ist. Weil es ist nicht gelogen. Es ist alles 1:1 so passiert. Wir hätten das nicht in Szene setzen können. Allein die Aufnahme von Pauls Kamera, wo hätten wir diesen kleinen Bengel herkriegen können, der Französisch spricht, aber kein Wort Englisch versteht. Wie hätten wir uns mit ihm verständigen können, damit wir ihn für so eine Aktion kriegen? Wisst ihr, was ich meine? Warum sollte ich mir so einen Aufwand machen, dieses Video hier in 4 Sprachen zu veröffentlichen? Genauso wie den Text, den ich in mehreren Facebook-Gruppen gepostet habe. Warum sollte ich mir so eine Mühe machen für eine Geschichte, die am Ende erfunden ist? Warum sollte ich Leute davon abhalten wollen, zu diesem Ort zu fahren, obwohl schon, was weiß ich, wie viele Leute da waren? Es gibt unzählige YouTube-Videos zu dem Ort, unzählige Fotoalben. Warum sollte ich dann die Leute davon abhalten wollen? Was habe ich am Ende für Nutzen davon? Bei meiner Kanalgröße, die meisten Leute wissen, ich lebe nicht von meinem YouTube-Kanal. Ich bin selbstständig, aber ich lebe nicht von meinem YouTube-Kanal. Warum sollte ich es dann nötig haben, mir so eine Geschichte auszudenken, um meinen Kanal zu pushen oder sonst was? Da profitiere ich nicht von. Ich werde mit diesem Video hier je nach Aufrufzahlen zwischen 2 und 3 Euro verdienen. Was bringt mir das am Ende? Ich schweife hier ab. Ihr merkt, ich habe keine Struktur in dem Video. Ich bin einfach nur verwirrt. Es ist vielleicht den Dingen geschuldet. Es gibt einen besser strukturierten Livestream von Paul. Ich werde das ja alles im Schnitt so ein bisschen ausbessern, denke ich mal, dass es irgendwie Struktur hier drin gibt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach eine unglaubliche Situation gewesen. Dann ging es los, dass einer von den Leuten, ich denke mal, es war der große Bruder von dem kleinen Jungen, der behauptet hat, ich hätte ihn geschubst, der hat dann angefangen mit Tobi zu diskutieren. Wir hätten seinen Bruder verletzt, die würden jetzt Geld von uns kriegen. Und Tobi hat natürlich gesagt, nein, nein, wir haben kein Geld hier, am Auto. Und dann wollten die uns zum Auto begleiten. Wir sind aufgestanden. Paul und ich haben einfach als Zeichen der Höflichkeit, obwohl wir gerade von diesen Menschen überfallen und mit Waffen bedroht wurden, haben wir als Zeichen der Höflichkeit dem älteren Assad-Clan-Anhänger beide noch die Hand gegeben und uns dafür entschuldigt, dass wir deren Grundstück betreten haben, was wir am Ende ja noch nicht mal haben, aber einfach nur so ein Zeichen des Anstands, um irgendwie diese ganze Situation aufzulockern. Er hat dann tatsächlich auch den Handschlag erwidert, hat uns gehen lassen. Dann wurden wir von circa, ich glaube, 4 oder 5 Leute haben uns nach unten zum Auto begleitet. Tobi ist an den Kofferraum gegangen, wollte Geld rausholen, nur war es denen dann halt einfach zu heiß. Die waren dann auf einer öffentlichen, großen, vielbefahrenen Straße direkt im Villenviertel und dann wollten sie plötzlich kein Geld mehr von uns annehmen. Gott sei Dank am Ende auch. Es ist alles wirklich nochmal glimpflich abgelaufen. Klar, der materielle Wert, wir haben glaube ich Taschenlampen im Wert von 1500 Euro oder so verloren, ist scheiße. Genauso wie die Tatsache, dass das Videomaterial von 2 Locations für mich weg ist, was auch sehr, sehr scheiße ist, weil diese Tour ungefähr Kosten in Höhe von 1000 Euro oder so hervorgebracht hat. Dadurch, dass wir sehr, sehr lange weg waren und sehr, sehr viel gefahren sind und der Sprit in Frankreich jetzt nicht günstig war und wir noch einen Mietwagen hatten und sonst was. Aber naja, materielle Dinge und Geld, es lässt sich alles ersetzen, ist nicht das Problem. Vielmehr ist es Gute, dass uns nichts passiert ist. Wir hätten in dieser Situation wirklich sterben können, sind es Gott sei Dank nicht und das ist die Hauptsache. Ja, ich habe jetzt viel geredet, ich glaube, dieses Video ist auch sehr lang. Da hinten sitzt irgendein verliebtes Pärchen und macht die ganze Zeit einen Krach. Es ist eine fürchterliche Situation hier gerade. Mir war es nur sehr, sehr wichtig, jetzt dieses Thema hier auch nochmal zu verarbeiten, beziehungsweise in ein Video zu verpacken. Einfach nur, um ein Statement von meiner Seite abzugeben, die Erzählung nochmal von mir als Person wiederzugeben und diese ganze Situation dadurch auch irgendwo aufzuarbeiten. Ich habe, denke ich mal, versucht, so gut es geht, es für euch irgendwie darzustellen. Ich kann verstehen, wenn einige von euch hier nicht hinterherkommen, weil ich hier wirklich sehr durcheinander die Sachen gesagt habe, beziehungsweise ohne Struktur. Es tut mir wirklich leid, aber kommt ihr mal in so eine Situation, es ist nicht leicht, darüber strukturiert als Einzelperson in dem Moment zu reden. Um jetzt nochmal auf ein paar Fragen von euch zurückzukommen. Gerade was das Thema angeht, warum haben wir die Leute in Frankreich nicht angezeigt? Als wir im Auto saßen und vom Ort des Geschehens endlich abhauen konnten, wurden wir halt noch einige Kilometer von denen verfolgt. Die sind uns hinterhergefahren, wollten natürlich wissen, ob wir jetzt auch wirklich fernbleiben. Dadurch waren wir erstmal eingeschüchtert und dann lag unser Hauptaugenmerk erstmal darauf, so weit wie möglich von Paris wegzufahren. Wir sind dann erst ich glaube eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde gefahren und haben dann bei McDonald's angehalten.
Da hat Paul dann sein Video gedreht und dann haben wir noch dort angefangen, das Video hochzuladen. Das hat sich alles ein bisschen gezogen und dann sind wir straight weitergefahren. Ich glaube noch 1,5 Stunden weiter, einfach nur weg von Paris. Und dazu kam, dass wir dann natürlich auch in so einer französischen Provinz waren, also wirklich tote Hose da. Und dann versuch du mal als Deutscher, der kein Wort Französisch spricht, da irgendwie eine Anzeige aufzugeben. Wir haben gemerkt, selbst bei der Polizei in Frankreich hast du oftmals mit Englisch keine Chance. Auch in Paris wird das sehr, sehr schwierig. Und bis sie dir einen Dolmetscher zur Verfügung stellen und sonst was. Also wir wollten die Tour dann ja am Ende auch noch irgendwo weitermachen. Weil für uns war in dieser Situation einfach aufgeben keine Möglichkeit. Wir wollten die ganze Sache verarbeiten und uns nicht der ganzen Situation hergeben. Weil hätten wir die Tour abgebrochen, klar, wäre schon sehr scheiße gewesen. Und dadurch, dass wir die Tour weitergemacht haben, hatten wir dann noch viele, viele Tage Zeit, uns oftmals bei langen Autofahrten dann auf der Tour intensiv nochmal darüber zu unterhalten, diese ganze Situation aufzuarbeiten, so ein paar Möglichkeiten zu diskutieren und wie auch immer. Ja, Stand jetzt ist halt, wie ich eben schon erwähnt habe, dass ich jetzt in Deutschland Anzeige erstattet habe. Noch gibt es keine konkreten Informationen, hoffen wir mal das Beste. Ich habe jetzt sehr, sehr viel geredet. Ich hoffe, ihr konntet es soweit irgendwie verstehen. Ich werde das Video jetzt beenden und nochmal ein ganz, ganz dringender Appell. Ich werde jetzt hier noch eine Einblendung machen. Fahrt auf keinen Fall zu diesem Ort. Wer es doch macht, ist unglaublich blöd, weil wir können nicht oft genug davor warnen, dahin zu fahren. Fahrt wirklich nicht zu Villa Scarface in Besancourt. Auf keinen Fall. Tut es einfach nicht. Ich werde die Koordinaten auch nochmal in die Videobeschreibung packen. Genauso wie einige Zeitungsartikel, wo ihr so ein paar Sachen nachlesen könnt, gerade um auf den Assad-Clan zurückzukommen. Und auch hier nochmal am Ende ein dringender Appell. Rassistische Kommentare und sonst was, es wird alles gelöscht und ihr werdet als Nutzer auf diesem Kanal ausgeblendet bzw. blockiert. In dem Sinne, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt alles ein bisschen verstehen. Wenn noch Fragen aufkommen sollten, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich werde diese für euch beantworten, so gut es geht, insofern ich hinterherkomme. Ich weiß jetzt auch nicht, was für eine Reichweite dieses Video haben wird. Am Ende ist es mir auch egal. Eine höhere Reichweite ist natürlich auch ganz nett. Dadurch werden dann mehr Leute gewarnt. Also Leute, solltet ihr Freunde haben oder sonst was, die dieses Hobby betreiben und vielleicht vorhaben sollten, sogar diesen Ort mal zu besuchen, schickt ihnen dieses Video oder schickt ihnen das Video von Paul und haltet sie davon ab, diesen Ort zu besuchen. Jetzt reicht es aber auch. Also, haut rein. Bis zum nächsten Mal, wenn es mal wieder ein normales Lost Place Video gibt. Vielleicht sogar schon morgen. Ciao.